Hallo Freunde, heute machen wir ein L-Sit-Tutorial für euch. Zum Warm-up machen wir Handgelenke einmal eine Runde warm. Ihr startet hier mit voll ausgestreckten Ellbogen, könnt euch hier immer wieder Gewicht draufbringen, leicht nach vorne schieben. Ich würde ungefähr sagen 10 Mal hier vor und zurück für 3 Sätze. Das sollte ungefähr reichen. Was ihr dann noch machen könnt, ist, dass ihr die Hände hier einmal flach auf den Boden stellt. Auch hier wieder Ellbogen nach vorne, Ellbogen komplett gestreckt haben auch. Schulter hier auf den Händen und dann versucht ihr, ohne dass ihr das Gewicht aus dem Schwerpunkt nehmt, mit der Handfläche abzuheben und geht hier wieder runter. Gleiches Spiel, 10 Reps. Könnt ihr immer wieder nach Schwierigkeit steigern, wenn ihr einfach die Füße hier weiter nach hinten nehmt und trotzdem das Gewicht auf den Händen lasst. Okay, Shoulder Extension. Tuckholz zum Aufwärmen, auch keine schlechte Idee. Grundsätzlich, was ihr noch machen solltet, wenn ihr Mobility-Themen in der Hüfte habt, dass ihr die vorher einmal noch aufmacht. Das Allerwichtigste ist, dass ihr Länge aus der Fußspitze generiert. Ihr stellt euch beim L-Sit vor, dass eure Beine 2 Handtücher sind. Den einen Teil vom Handtuch dreht ihr nach außen, den anderen Teil vom Handtuch dreht ihr nach innen. Das heißt, hier den Oberschenkel versuche ich nach außen zu drehen, gleichzeitig aber drehe ich die Fußspitze wieder rein. Das heißt, man versucht, die Beine aneinander zu pressen. Am allerwichtigsten ist, dass ihr die Knie die ganze Zeit gestreckt lasst und euch hier Platz in der Hüfte schafft. Grundsätzlich schaut, dass ihr hier beweglich seid. Ihr könnt das gleiche auch mal im Straddle machen, Pancake Stretches, genau. Und dann einfach mal zum Aufwärmen starten, indem ihr schaut, was für euch möglich ist. Je weiter vorne die Hände sind, desto schwieriger ist es. Desto weiter hinten, desto einfacher ist es. Könnt ihr einfach mal anfangen zu schauen, wie weit ihr eure Füße so heben könnt. Das einfach mal steigern. Links und rechts. Genau. Und wenn ihr euch da sicher fühlt, dann könnt ihr anfangen, das mit beiden Beinen gleichmäßig zu machen. Solltet ihr einen Krampf im Oberschenkel bekommen, einfach mal ein bisschen draufklopfen, vielleicht ein bisschen ausschütteln. Genau. Und da einfach eine Anzahl wählen, die für euch machbar ist. Genau, so viel zum Warm-up. Okay. Des Weiteren zum Warm-up solltet ihr eure Schultern gut warm machen. Eine Runde stützen. Auch da wieder Schulter direkt über den Händen stehen lassen. Posterior Pelvic Tilt. Also das heißt, ihr zieht wieder sozusagen den Bauchnabel rein. Schaut, dass ihr die Schulter weg von den Ohren bringt. Hier einfach mal ein bisschen stützen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch den einen oder anderen Push-Up mit einbauen. Ganz wichtig, einfach grundsätzlich, um euer Schulterblatt einmal zu aktivieren, macht ein paar Scap-Push-Ups, wo ihr euch wirklich hier nur aus dem Schulterblatt bewegt, oben 2 bis 3 Sekunden halten, wieder runtergehen, ohne dass ihr die Hüfte bewegt. Sucht euch eine Variation von Tuck Hold, Hollow Hold aus, die euch nachher für den L-Sit vorbereitet und macht die im Aufwärmen noch. Okay, zur Schulterposition ist wichtig, dass ihr die Schulter weg von den Ohren bringt, also ihr wollt nicht hier drin hängen, sondern schiebt euch hier schön weg von den Blöcken. Für den Anfang ist es okay, wenn die Hüfte leicht hinter den Schultern steht. Wenn ihr schon fortgeschritten seid und ein L-Sit halten könnt, schaut, dass im Idealfall die Hüfte ein bisschen nach vorne kommt. Grundsätzlich noch zum L-Sit üben empfehle ich euch, zieht die Schuhe aus, das macht es bedeutend einfacher. Und das Allerwichtigste, streckt die Knie, bevor ihr loslegt. Also wenn ihr in den L-Sit geht, schiebt zuerst die Fußspitze von euch weg und hebt dann hoch. Versucht nicht, zuerst hochzugehen und dann zu strecken, weil dann habt ihr hier weniger Platz und es wird deutlich unangenehmer. Für die unter euch, die es so machen wollen, wie es am schwierigsten mit ist, ihr startet direkt vom Boden. Solltet ihr es nicht schaffen, die Handfläche komplett auf den Boden zu stellen, könnt ihr auch die Hände hier leicht abwinkeln, beziehungsweise den Daumen etwas aufstellen und euch erstmal hier in Position schieben und das dann halten. Im Idealfall versucht ihr das auf der flachen Hand, das heißt ohne Daumen aufstellen. Genau, und das so lange wie es geht. Versucht mal so circa 3 Sätze den L-Sit so lange wie ihr könnt zu halten, so lange wie ihr die Form zumindest sauber beibehalten könnt. Versucht 2 bis 3 Sekunden, bevor ihr es wirklich nicht mehr halten könnt, schon aufzuhören. Nehmt euch lange Zeit Pause, circa 2 bis 3 Minuten sollten ausreichend sein. Klopft euch dazwischen vielleicht ein bisschen die Beine aus, wenn ihr merkt, dass ihr da Krämpfe bekommt.
Grundsätzlich solltet ihr L-Sits üben, damit ihr mehr Stabilität bekommt, vielleicht auch einen schönen Kraftübertrag zu anderen Gymnastics-Übungen oder vielleicht auch Powerlifts, Deadlifts, Squats, was euch so einfällt, Pulling Strength, genau, damit auf Vordermann bringen könnt. Viel Spaß!